Wie steht es um den aktuellen Kryptomarkt und warum gehört der HBAR-Token immer noch zu den Top-Gainern der letzten Woche? Wir werfen einen Blick auf die aktuellen News und insbesondere zu Hedera Hashgraph. Ich gebe ein kurzes Update über den Coin. Wir vergleichen das Ganze im Anschluss mit anderen Tokens wie beispielsweise XDC oder IOTA. Es geht um den RWA-Sektor, um die Tokenisierung realer Vermögenswerte und es wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Bleibt dran, bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die aktuelle Marktlage anhand von Bitcoin. Bitcoin notiert zum Stand des Videos aktuell 62.000 US-Dollar. Im 7-Tagestrend rückblickend die letzte Woche sehen wir, dass der Preis in den letzten 7 Tagen einen Abwärtstrend erlebt. Woran kann das liegen? Das sind, vermute ich, mehrere Gründe. Grund Nummer 1 sind vermutlich erstmal so die Nachwirkungen, die Nachwehen nach dem Halving-Effekt. Ganz typisch, bevor der Preis in der Vergangenheit von Bitcoin wieder gestiegen ist, zeitversetzt gab es nach dem Halving einige kleine Korrekturen. Von daher würde ich das erstmal als normal werten. Weitere Möglichkeiten, die auf den Abwärtstrend hindeuten, warum es so ist aktuell, ist vermutlich auch die makroökonomische Lage, also Geld, Zinspolitik. Das eine sind nach wie vor die geopolitischen Spannungen, die natürlich nicht gerade förderlich für den Kryptosektor sind. Das Weitere ist, wenn wir einen Blick auf Japan werfen, dort rutschte der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar auf ein 34-Jahrestief. Die Notenbank in Japan hat sich erstmal entschieden, nichts an der Zinspolitik zu verändern. Der Leitzins bleibt auf dem geltenden Niveau. Grund dafür unter anderem vermutet man, und das zitiere ich hier, das Finanzministerium in Tokio befürchtet, dass höhere Importpreise die Konsumfreude der privaten Haushalte in Japan regelrecht verhageln könnte. Also ein schwächerer Yen macht japanische Waren auf den Weltmärkten billiger und damit bleibt Japan wettbewerbsfähiger und Japan ist einfach sehr stark von Exporten abhängig. Eine schwache Währung kann die Exporte fördern und das könnte wiederum, und das ist die Hoffnung, die Wirtschaft ankurbeln, denn Japan kämpft nach wie vor mit einer auch sehr schwachen Wirtschaft. Ein weiterer Grund, ist mal wieder die USA. Bewegen wir uns von Japan weg in die USA. Ja, es ist so, dass laut Handelsministerium das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2024 derzeit bei einer Rate von 1,6% liegt. Das deutet auf eine schwächere Wirtschaft als erwartet hin. Man hat 2,2% erwartet, jetzt sind wir aktuell bei 1,6%. Und ja, man befürchtet jetzt im Grunde eine Art Stagflation. Eine Stagflation ist ein Szenario, was man überhaupt nicht gerne sieht. Eine hohe Inflation auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein niedriges Wirtschaftswachstum, sodass es für die Zinspolitik sehr, sehr schwierig wird, das Ganze zu koordinieren und die richtigen Anreize setzen, die Balance zu finden. Wie stimuliere ich auf der einen Seite die Wirtschaft, ohne eine gleichzeitig zu hohe Inflation zu fördern? Plant es jetzt, dass sich die Fed im Laufe dieser kommenden Woche über die steigenden Inflationsdaten äußern wird. Das könnte, je nachdem, wie das ausfällt, auch einiges an Bewegung in den Markt reinbringen. Parallel hat man dazu das 24-Stunden-Handelsvolumen beobachtet. Das hat plus 6.000% in diesem Zeitraum erreicht. Ich habe es hier geschrieben auf Twitter. Über Nacht stieg also der HBAR-Preis über 100%, korrigierte dann auf über 20% wieder ab. Das ist für das Hedera-Netzwerk unglaublich außergewöhnlich, dieser Ausreißer. Und deswegen habe ich mich einfach mal wieder auseinandergesetzt, was ist da passiert. Und zwar Folgendes ist passiert. Am 23. April, also Dienstagnachmittag, verkündete die HBAR Foundation über Twitter, dass ein Geldmarktfonds, der BlackRock ICS US Treasury, auf der Hedera Blockchain
tokenisiert wurde. Da gab es hier die Ankündigung auf Twitter, da seht ihr hier schon innerhalb kürzester Zeit über 2,1 Millionen Mal angezeigt, Retweets und Posts und Likes. Und daraufhin im Grunde stieg der Preis erstmal enorm, denn mit so einer vermeintlichen Nachricht ist erstmal im Grunde was unglaublich Bullisches verbunden. Denn ja, BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, 10 Billionen Vermögen, was verwaltet wird in etwa, der startete bereits im März ein Tokenisierungsfonds auf dem Netzwerk Ethereum. Und ja, der RWA-Sektor, ich habe mit Monty neulich ein Interview auch gemacht über Tokenisierung und RWA. Es gibt auch ein extra Video zu RWA erklärt. Das ist einfach ein unglaublich heißer Trend momentan, wo es um die Tokenisierung realer Vermögenswerte geht. Also ob das jetzt ein Fonds ist, ein anderes Finanzprodukt, also man bringt eine Anleihe beispielsweise oder eine Aktie auf die Blockchain, also digitalisiert sie und repräsentiert sie in Form eines Tokens, also einer Kryptowährung. Und dieses Narrativ über diese Tokenisierung, welcher Coin dahinter steckt, welches Netzwerk darauf gebaut wird, das löst einfach enorme positive, bullische Euphorie aus. Und in Kombination mit BlackRock natürlich, ja, ist das natürlich unglaublich. So. Jetzt ist es aber so, warum ging der Preis dann wieder nach unten? Denn ja, es ist nicht ganz so einfach, dass jetzt BlackRock auf Hedera tokenisiert, sondern es gab dann einen Blogbeitrag, der das Ganze etwas klarer stellte. BlackRock hat nicht direkt auf Hedera tokenisiert, sondern Ahax ist eine regulierte Börse, ein Broker, Depotbank für digitale Vermögenswerte mit Sitz in London. Das Unternehmen Ahax hat in dem Fall tokenisiert. Und tokenisiert wurde halt eben der Geldmarktfonds, ein Geldmarktfonds von BlackRock. Für diese Tokenisierung hat sich dann diese Depotbank für Hedera entschieden und wird mit der HBAR Foundation zusammenarbeiten. Also nochmal, im Grunde tokenisiert nicht BlackRock auf Hedera seine Produkte, wie es jetzt bei diesem Fonds auf Ethereum ist, sondern Ahax tokenisiert ein Produkt von BlackRock auf der Hedera Blockchain. Also es geht um einen Sekundärmarktanbieter, der Anteile des Geldmarktfonds auf Hedera in Form von tokenisierten Anteilen bereitstellen wird. Es gab dazu dann verschiedene Reaktionen, nachdem das klargestellt wurde. Man hat es auf der einen Seite eben als Missverständnis interpretiert. Die Medien hätten das falsch ausgerichtet, deswegen gab es diesen Hype und diese Euphorie, diese Übereuphorie im Markt. Auf der anderen Seite hat man aber auch gesagt, ja klar, sie sind vielleicht nicht direkt in den Prozess involviert, aber trotzdem ist es ein gewaltiger Tag für Hedera gewesen, weil das gezeigt hat, wie mächtig Hedera im Bereich Web3 und im Bereich der Tokenisierung schon vorangeschritten ist. Man hat aber auch versucht, eben nochmal klarzustellen, bitte nicht verwechseln, BlackRock ist nicht direkt am Tokenisierungsprozess beteiligt, das muss man ganz klar auch an die Gemeinschaft, an die Kryptogemeinschaft nach außen tragen. Es wurde sogar als Fehlinterpretation beschrieben. Also es gab verschiedene Äußerungen, wie man das Ganze jetzt interpretieren soll. Letzten Endes, und das habe ich dann auch für mich so das Fazit gezogen, auch wenn vielleicht BlackRock nicht direkt auf Hedera baut, ist es trotzdem positiv zu werten für Hedera langfristig gesehen, denn es bedeutet einfach, dass Hedera sich viel stärker im RWA-Sektor damit positioniert, weil es einfach mit Anbietern wie Ahax zusammenarbeitet, die eben aus dem traditionellen Finanzmarkt kommen und jetzt im Grunde mit der Tokenisierung auf Hedera starten und es dadurch auch einen realen Anwendungsfall der Blockchain für den RWA-Sektor gibt. Ja, unglaublich tolle Neuigkeiten, eine Achterbahnfahrt letzte Woche für das gesamte Netzwerk. Man hat sich aber auch irgendwie gefreut, denn da war auch mal wieder die Aufmerksamkeit da und das war auch für mich der Grund, warum ich mir gedacht habe, gucken wir uns doch einfach mal an, warum ist denn Hedera aktuell so cool für den RWA-Sektor und so interessant? Gibt es Netzwerke, wie wir das vergleichen können? Was sind so die Unterschiede, Gemeinsamkeiten und was ist eigentlich so entwicklungstechnisch bei Hedera in der letzten Zeit passiert? Ich habe mir dazu einen Podcast angeschaut, der vor ein paar Tagen gestreamt wurde. Da war auch Greg Bell dabei von der HBAR Foundation. Greg Bell, ganz kurz, wusste ich auch nicht, ist erst seit ein paar Monaten dabei. Und zwar ist Greg Bell der neue Senior Vice President der HBAR Foundation.
das Ganze erst seit gut 3 Monaten und der hat sich in dem Podcast über die aktuellen Quartalsthemen von Hedera Hashgraph und die Entwicklungen unterhalten. Und das habe ich so ein bisschen mal für euch zusammengefasst und herausklamüsert. Zunächst erstmal wurde in diesem Podcast hervorgehoben nach wie vor, das Hedera-Netzwerk grundsätzlich als sehr leistungsfähig ist. Das liegt unter anderem eben an der Basistechnologie des Netzwerks. Das ist eigentlich gar keine Blockchain, wenn man es streng genommen betrachtet, sondern es ist ein Directed Acyclic Graph, also das gleiche von der Grundtechnologie, was auch zum Beispiel IOTA mit seiner Tangle-Technologie anbietet. Eine Art besondere Blockchain, wo Transaktionen auch parallel verarbeitet werden können. Das macht Hedera sehr skalierbar und sehr kostengünstig. Ich habe dann mal geschaut, also 0,0001 Dollar pro Transaktion. Das ist schon, geht gegen 0 pro Transaktion, unglaublich günstig. Potenziell werden 10.000 Transaktionen pro Sekunde beschrieben in der Theorie. In der Praxis gibt es andere Metriken immer, da muss man mal noch mal schauen. Im Durchschnitt hat Hedera im April TPS von 1530 erreicht, war aber trotzdem eine Steigerung von 50% im Vergleich zum Vormonat. Warum sind solche Metriken sehr interessant? Damit wollte natürlich auch noch mal Greg Bell hervorheben, dass Hedera auch interessant eben auch für den DeFi-Sektor ist, weil du einfach sehr, sehr schnell Transaktionen von A nach B senden kannst. Das ist einfach eine ideale Voraussetzung dafür. Und Stichwort DeFi, da war Hedera bisher nicht so ganz so stark vertreten. Es wurde jetzt unter anderem eine neue Version, eine Version 2 von einer DEX auf Hedera eingeführt, von SaucerSwap. Das seht ihr hier nochmal ganz kurz. Diese neue Version hat sich irgendwie darauf konzentriert, dass man mehr Liquidität bereitstellen kann. Und dieses Update hat natürlich auch zu einer Steigerung geführt im TVL. 90 Millionen auf SaucerSwap. Hedera hat insgesamt ein TVL gelockt. Also das ist im Grunde, es geht um das Kapital, was in Form von intelligenten Verträgen in dem Netzwerk gebunden ist, haben wir hier 97 Millionen. Also macht dieses SaucerSwap-DEX einen Großteil des gelockten Kapitals aus auf Hedera. Und diese neue Version, die dann Ende 2023 eingeführt worden ist, hat eben zu einer steigenden Liquidität auch im Bereich DeFi für Hedera geführt. Dennoch muss man sagen, dass im Vergleich zu Ethereum oder zu vielen anderen Netzwerken, die im DeFi-Sektor vertreten sind, Hedera noch ein kleines bisschen aufzuholen hat, liegt derzeit gemessen nur am TVL laut DeFi Lama auf Platz 43. Das ist auch einer der Gründe, warum dann in dem Podcast erwähnt wurde, dass die Hedera Foundation neu investiert hat. Ich glaube 48 Millionen Dollar in über 200 neue Projekte, um eben auch dieses gesamte Ökosystem im DeFi-Sektor voranzutreiben. Das also Punkt 1. Hedera möchte sich im Bereich DeFi weiter aufrüsten. Das wurde in den letzten Monaten durch finanzielle Förderungen, aber auch durch Updates einzelner DEXs vorangetrieben. Als nächstes wurde auf die EVM-Kompatibilität von Hedera zu Ethereum eingegangen und da wollte ich mit euch ganz kurz einen Abschnitt zusammen anhören. There's been recently a big push on EVM compatibility, or maybe better put, equivalence. Meaning that a Solidity written smart contract can do a lift and shift to deploy on Hedera. And what I think you see is just a level of performance that dwarfs that of other networks. And this means that DeFi applications built on Hedera can provide their users with near instant low-cost transactions, unlocking new possibilities for high-frequency trading, micropayments and more. Also hier kurz die Erklärung. Soweit korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Seit 2022 mit einem neuen Upgrade wurde Hedera grundsätzlich EVM-kompatibel und man versucht weiterhin Tools, Bibliotheken, also Infrastruktur aus Ethereum auf das Hedera-Netzwerk zu ziehen und einfach weiter daran zu arbeiten, dass die beiden Netzwerke, also Hedera und Ethereum, enger zusammenrücken. Das hat Vorteile, denn ein Entwickler kann zum Beispiel die gleiche Programmiersprache, die ja derzeit
sehr beliebt ist. Solidity, ich glaube 30% der Web3-Entwickler benutzen die Programmiersprache Solidity von Ethereum. Der Entwickler kann jetzt einfach auch von Ethereum auf Hedera wechseln und dort seine Anwendungen bauen und das vielleicht auch sogar kostengünstiger und mit einer schnelleren Transaktionsrate. Also EVM-kompatibel heutzutage zu sein, ist mittlerweile immer wichtiger, um einfach auch Marktanteile zu sichern und als Netzwerk zu expandieren und um an diesen riesigen Giganten Ethereum anzuknüpfen. Wenn wir gleich bei dem Thema sind, auch andere Netzwerke wie zum Beispiel IOTA sind gerade dabei, die EVM-Kompatibilität voranzutreiben. Das ist einfach auch wichtig für den RWA-Sektor. Interessanterweise, IOTA und Hedera haben im Grunde die gleiche Basistechnologie, also diesen Directed Acyclic Graph. Deswegen ist es für die auch von der Entwicklung vermutlich auch ziemlich kompliziert, da an eine Blockchain-Technologie eine EVM-Kompatibilität anzuknüpfen. Eine weitere Blockchain ist zum Beispiel auch das Xinfin-Netzwerk. Xinfin ist bereits auch EVM-kompatibel. Was ich damit sagen möchte, ist, dass gerade so Hedera, XDC, IOTA gerade stark versuchen, auch im RWA-Sektor an Ethereum anzuknüpfen und dort zu bauen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Hedera weiterhin voranschreitet, sich Marktanteile im DeFi-Sektor zu holen. Ich habe mal geschaut, ich glaube nur 0,17% von Ethereum hat Hedera an gelocktem Kapital momentan in Form von Smart Contracts gebunden. Da ist auf jeden Fall noch einiges aufzuholen. Auf der anderen Seite ist Hedera sehr stark, was die Tokenisierung von realen Vermögenswerten angeht. Es gibt wirklich bereits schon einige Partner, nicht nur Archax letzte Woche, sondern es ist auch der USDC Stablecoin auch live auf Hedera. Außerdem gibt es weiterhin Unternehmen wie, ich habe hier Diamond Standard, die beispielsweise Diamanten tokenisieren. Auch sehr spannendes Thema. Oder auch hier ABRDN, wo es um auch Geldmarktfonds-Tokenisierungen geht. Auch das ist bereits in Arbeit. Da passiert im Hintergrund sehr viel. Man merkt, dass Hedera im Vergleich zu anderen Netzwerken stark darauf ausgerichtet ist, sich mit Institutionen zu connecten. Letzten Endes ist aber die Konkurrenz im RWA-Sektor gerade sehr heiß umkämpft, denn wie gesagt, es ist einfach ein Trendthema. Jeder möchte im Grunde gerade ein Angebot anbieten und die Nachfrage nach dem eigenen Netzwerk pushen, um jetzt natürlich auch die Entwickler und die Nutzer auf das Netzwerk zu ziehen. Auch XDC ist ziemlich weit vorne dabei. Es gibt auch hier bereits schon einige Anwendungsfälle. Unterschied vielleicht zu Hedera, dass sich mehr auf Edelmetalle zum Beispiel auch fokussiert wird. Die Technologie ist eine andere. Hier geht es um eine Blockchain und nicht um ein Directed Acyclic Graph, wie es beispielsweise bei IOTA und Hedera ist. Spannenderweise ist auch XDC EVM-kompatibel, aber schon von vornherein. Das liegt einfach an der hybriden Grundarchitektur, die Xinfin mitbringt. Auch arbeiten Xinfin, das XDC-Netzwerk, IOTA und Hedera arbeiten auch immer mehr mit Instituten zusammen. Also das eint sie auch in einer gewissen Art und Weise. Das ist einfach wichtig, um die realen Vermögenswerte aus dem traditionellen Finanzwesen auf die Blockchain zu bringen. Also kurzum, der RWA-Sektor, da tut sich sehr, sehr viel. Welches Netzwerk sich in welcher Form, vielleicht auf verschiedene einzelne Nischen in diesem riesen RWA-Sektor konzentriert, das wird sich noch zeigen. Ich denke, da sind wir noch sehr stark am Anfang. Wie ihr seht, das Feld ist heiß umkämpft. Es gibt Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Technische Kompatibilitäten zu Ethereum sind immer entscheidender. Es ist entscheidender, mit den Trends mitzugehen. Wir hatten hier einen Ausreißer bei Hedera aufgrund solcher News, die einfach sehr schnell zu stark auch gewichtet werden. Insgesamt würde ich aber sagen, positiver Progress für das Hedera-Netzwerk und so kann es weitergehen. Jetzt Frage an dich, wo siehst du beispielsweise bei Hedera Vorteile im Vergleich zu anderen Netzwerken? Gibt es etwas, was ich vielleicht noch mitteilen muss, was ich vielleicht nicht erwähnt habe? Schreib mir doch gern Fragen, Anregungen unter das Video als Kommentar drunter. Ansonsten war es das soweit. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald und bleib wie ich von Kryptos fasziniert. Mach's gut.